Was genau war das Stalag? Das Stalag 326 war ein Kriegsgefangenenlager von 1941 bis 1945, weitestgehend für sowjetische Kriegsgefangene. Etwa 340.000 können wir hier nachweisen, aber auch westalliierte Kriegsgefangene waren hier, wie zum Beispiel Franzosen und Italiener. Und das Kriegsgefangenenlager war vorwiegend dafür da, um Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Sei es hier in Ostwestfalen-Lippe oder zum Beispiel auch im Ruhrgebiet in der Montanindustrie. Was bedeutet Stalag 326? Die Bezeichnung Stalag 326 römisch 6K Senne bedeutet erst einmal, Stalag steht für Mannschaftsstammlager, also die Abkürzung. 326, da muss man ehrlich zugeben, 26 ist noch nicht ganz genau bekannt, wofür es steht, aber die 300er Zahl steht immer für sowjetische Kriegsgefangene. Also es gab ja zu diesem Zeitpunkt schon etwa 80 solcher Stalags, und wenn man da eine 300er Nummer liest, weiß man, dort waren sowjetische Kriegsgefangene. Die römische 6 steht für den Wehrkreis 6 Münster, also das Reich wurde damals in sogenannten Wehrkreisen unterteilt. K ist letztendlich der Zeitpunkt der Aufstellung. Also das erste, was es im Wehrkreis 6 gab, war HEMA 6a. Ja, nach der Befreiung wurde das Lager erstmal natürlich in den anschließenden nächsten 3 Monaten erstmal freigeräumt. Dann war es bis Ende 1947 ein Internierungslager und danach ab 1948 offiziell bis 1971 Sozialwerk Stukenbrock. Das heißt gerade am Anfang für Geflüchtete und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Naja, und man hat nach dem Krieg erst einmal die Grundstruktur, also die Bauten des Kriegsgefangenenlagers genutzt, weitestgehend in der Zeit des Internierungslagers. Dann ab 1948, das kann man ja heute auch noch gut erkennen, gibt es ja noch einige Beispiele hier auf dem Gelände, wo nach und nach noch weitere Unterkünfte aufgebaut für die Geflüchteten und Vertriebenen. Ab 67, ja, Ende der 60er Jahre hat nach und nach die Polizei das hier, oder seitdem nutzen die das hier. Welche Arten von Gebäuden gibt es hier auf diesem Gelände? In Bezug auf das Stalag 326 haben wir ja noch 3 historische Gebäude. Einmal das ehemalige Restgebäude, ist heute die Ausstellung drin, beziehungsweise die Gedenkstätte. Demgegenüber ist die ehemalige sogenannte Entlausung, das Gebäude 118. Und ja, wenn man noch weiter ins Gelände gehen würde, haben wir eine ehemalige Kriegsgefangenenbaracke, die 1948 zu einer evangelischen Kirche umgebaut wurde, wird auch heute noch tatsächlich genutzt, und noch 8 Unterkunftsbaracken aus der Zeit des Sozialwerks. Also wenn man auf den Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter geht und schaut sich den Obelisk an, beziehungsweise die Inschrift, ist dort, wurde übermittelt die Zahl 65.000 Tote. Es gibt eine Untersuchung von einem Historiker, Reinhard Otto, der spricht von 15.000 Toten. Es gibt den Amerikaner Ted Lobby, der hat damals in der Nachkriegszeit ein Foto vom Obelisken gemacht, und dort hat er anschließend die Zahl 50.000 Tote draufgeschrieben. Es gibt dann den ehemaligen Lagerarzt Schumakow, der sprach auch von etwa 50.000 Toten. Ein ehemaliger Wachmann sprach von 40.000. In einer englischen oder britischen Zeitschrift hat man die Zahl 30.000 veröffentlicht. Also ein ganz großes Problem für uns. Wir allerdings sagen, naja, Reinhard Otto konnte mindestens 15.000 Tote nachweisen. Es wird mit Sicherheit eine Grauzone geben. Das heißt, es wird nie möglich sein, die genaue Zahl zu bestimmen, weil am Anfang gab es große Probleme mit der Registrierung. Zum Ende des Krieges glaube ich halt tatsächlich auch nicht so wirklich, dass man dann immer noch alle Toten wirklich registriert hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade zum Ende des Krieges da vielleicht auch einfach die Leichen dort oben hineingeschmissen hat. Naja, und Registrierung heißt ja, es war mit Sicherheit teilweise so, dass viele auch vor der Registrierung verstorben sind. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten oder Gründe, warum wir sagen, naja, es wird dann sicher noch eine Größe geben von Toten, die man nie ermitteln kann. Vielen Dank fürs Interview und die informativen Antworten, die Sie uns geben konnten. Ja, bitteschön.